Barbara, mein Kind hat nun das erste Smartphone. Wie kann ich das jetzt kindersicher machen? Es gibt 3 Dinge, die man beachten soll und die am Anfang helfen können. Die Kostenfallen minimieren, Sicherheitseinstellungen vornehmen und Regeln für die Apps und in der Familie ausmachen. Als erstes ist es sinnvoll, alle möglichen Kostenfallen von vornherein zu verhindern. Diese Sperren lässt man am besten gleich im Shop einrichten oder über die Hotline. Dazu gehören die Mehrwertdienste, das Roaming und die sogenannten Bezahl- oder Content-Dienste, die leider überall ein bisschen anders heißen. Apropos Kostenfallen. Wie kann ich verhindern, dass mein Kind beginnt, Apps einzukaufen, ohne mich zu fragen? Das Wichtigste ist hier, dass man die Passwörter für den App-Shop und so weiter nicht aus der Hand gibt, auch wenn das Kind noch so dienstbeflissen nachfragt. Und auch die In-App-Käufe deaktivieren. Okay, das sind mal die Kosten. Und wie kann ich verhindern, dass mein Kind Inhalte sieht, für die es eigentlich noch zu jung ist? Gibt es da nicht so ein Jugendschutzprogramm? Es gibt leider nicht das eine Programm, aber es gibt einiges an Angeboten, zum Beispiel von den Netzbetreibern selber oder auch als Apps. Und sicher bieten sie Schutz, vor allem wenn die Kinder noch jung sind. Doch verlassen sollte man sich nicht darauf, denn oftmals sehen die Kinder die ungeeigneten Inhalte beispielsweise am Handy der Freunde oder bekommen grausliche Kettenbriefe auf WhatsApp. Da würde also auch der beste Schutz nichts helfen. Wichtiger ist es, dass das eigene Kind weiß, was es tut, wenn es mit unangenehmen Inhalten in Kontakt kommt. Okay, das ist ja noch einmal ein anderes Thema, aber bleiben wir noch beim Smartphone. Ein entscheidender Punkt sind ja da die Apps. Genau. Und am Anfang sollten die Apps unbedingt miteinander ausgewählt werden, damit das Kind lernt, wie man Apps beurteilt und dass nicht alle Apps unbedingt so toll sind, nur weil die Werbung dazu so super ausgeschaut hat. Je jünger das Kind ist, desto sinnvoller ist es auch, die Spiele am Anfang gemeinsam zu spielen oder sich Podcasts gemeinsam anzuschauen. Okay, ich verstehe schon. Rein auf Programme und Sperren kann ich mich also nicht verlassen. Entscheidend wird sein, die richtigen Regeln auszumachen. Absolut. Und eine der wichtigsten Regeln für uns Eltern ist es, nicht sofort ausflippen und ein gutes Vorbild sein. Und weitere Regeln können Fragen betreffen wie, darf mein Kind Apps runterladen, ohne uns Eltern zu fragen? Wie lange darf das Handy am Tag genutzt werden? Wo ist es in der Nacht? Wer kommt für unerwartete Kosten auf, falls die dann doch einmal auftreten? Wie kommunizieren wir in der Familie miteinander? Wann gibt es in der ganzen Familie auch mal medienfreie Zeiten, zum Beispiel zu den Mahlzeiten? Und ganz generell, wie geht man online mit anderen um? Wie freundlich ist man da? Zusammenfassend kann man also sagen, gemeinsam die ersten Schritte am Handy gehen, nicht aufgeben, wenn die ersten Probleme auftauchen und das ganze Thema Handy etwas entspannter sehen.